Schön, dass ihr wieder bei TUS Kochtour eingeschaltet habt. Heute geht die Tour nach Mexiko. Bestimmt habt ihr schon die leckeren mexikanischen Tacos gekostet und euch die Frage gestellt, wie mache ich das? Zum Beispiel einfach mal Abend mit Freunden feiern oder eine kleine Party mit Fingerfood schmeißen. Tja, Tacos besteht aus Weizen- und Mais-Tortillas, sonst nichts. Und wie wir das herstellen, zeige ich euch jetzt. Als erstes werden wir die Tacos vorbereiten und dazu brauchen wir 300 Gramm Maismehl, 150 Gramm Weizenmehl, 350 Milliliter Wasser, 1 Teelöffel Salz und 1 Esslöffel Öl. Als erstes das Maismehl und Weizenmehl dann sieben. Salz und Öl hinzugeben und vermischen. Anschließend Wasser nach und nach dazugeben und zu einem Teig verkneten. Nun werde ich jetzt den Teig für 30 Minuten ruhen lassen. Nach 30 Minuten den Teig in 20 gleichmäßige Stücke teilen und zu einer Kugel dann kneten. Die Arbeitsfläche mit Maismehl bestreuen und die Teigkugeln zuerst mit der Hand dann flach drücken. Damit die Tacos einfach gleichmäßig werden, einfach eine Frischhaltefolie auf den Teig legen und mit einem Topf komplett dünn flach drücken. Und so verfahrt ihr mit allen Teigkugeln. Anschließend werde ich jetzt die Tacos in einer Pfanne von beiden Seiten dann ausbacken. Die Tacos nun abkühlen lassen und mit Frischhaltefolie eindecken, damit sie einfach nicht austrocknen können. Anschließend bereite ich jetzt das Pulled Beef zu und dafür benötigen wir 1 Kilo Rindfleisch aus der Brust, dann brauchen wir zusätzlich 250 Milliliter Fleischbrühe, 100 Milliliter Reiswein, 2 Knoblauchzehen, die habe ich bereits schon fein gehackt, dann 1 Teelöffel 5 Gewürzpulver, 1 Esslöffel Zuckersirup, dann 1 Esslöffel Sojasauce, 1 Teelöffel Paprikapulver und 1 Teelöffel schwarzen Pfeffer. Als erstes den Zuckersirup, Sojasauce, 5 Gewürzpulver, Paprikapulver, Knoblauchzehe, Pfeffer gut vermischen und kurz beiseite stellen.
Anschließend werde ich jetzt die Sehnen und Haut vom Rindfleisch entfernen. Nun die Marinade auf das Fleisch gut verteilen, mit Frischhaltefolie dann zudecken und für mindestens 3 bis 4 Stunden in den Kühlschrank stellen. Am besten, ihr lässt es einfach über Nacht dann einwirken. Nachdem die Marinade jetzt auch gut eingewirkt ist, in einem Schmortopf die Hälfte vom Reiswein und die Hälfte von der Brühe geben, das Fleisch dann hineinlegen und den restlichen Wein und Brühe darüber gießen. Anschließend werde ich dann das Fleisch in den Backofen bei 110 Grad für ca. 5 Stunden dann garen. Währenddessen kann ich jetzt die Guacamole vorbereiten und dazu benötigen wir 3 Avocados, dann eine Tomate, Saft von einer halben Zitrone, etwas Koriander, eine rote Zwiebel brauchen wir, dann einen halben Teelöffel Salz, 2 Knoblauchzehen, die habe ich bereits schon fein gehackt und eine Chili, die habe ich bereits auch schon fein gehackt. Als erstes werde ich jetzt die Avocado halbieren, den Kern dann herausnehmen und mit einem Löffel das Fruchtfleisch herauslöffeln. Anschließend dann mit einer Gabel dann zerdrücken. Als nächstes die Kerne von den Tomaten entfernen und in kleine Stücke schneiden. Ebenfalls die Zwiebel fein hacken und den Koriander in kleine Stücke schneiden. Nun werde ich jetzt die Tomatenstücke, Zwiebel, Koriander, Zitronensaft, Salz, Chili und Knoblauch zu den Avocados geben und gut verrühren. Und so wäre die Guacamole auch fertig. Jetzt bereite ich die Taco Shells vor. Um diese Taco Shells Form zu bekommen, habe ich mir einen Grillrost genommen und die Tacos um 2 Gitter gelegt und bei 180 Grad für ca. 10 Minuten gebacken. So werden
werden sie dann auch schön knusprig und ich habe auch eine stabile Form und kann sie auch gut füllen. Bevor ich jetzt aber die Taco Shells fülle, werde ich das Fleisch noch mit 2 Gabeln sehr zart auseinanderziehen. Zusätzlich für das Füllen der Taco Shells benötigen wir noch Salat, Limetten, Tomaten und Jalapeno. Ihr könnt natürlich an dieser Stelle nach eurem Geschmack und Belieben das Ganze auch füllen. Habt ihr leckere Taco Shells mit Pulled Beef aus dem Ofen. Das Rezept ist super lecker. Probiert es aus. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Video. Tschüss!